Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stelle ich inshallah mein drittes Low-Carb-Brot her, welches Ähnlichkeit mit einem herkömmlichen Weltmeisterbrot hat. Da ich diese Art von Brot so sehr liebe und da sie auch so einfach herzustellen sind, werde ich heute ein drittes dieser Art herstellen, inshallah. Dieses Brot wird wieder ein Low-Carb-Brot werden, welches unter anderem auch aus Sojamehl hergestellt wird. Mein anderes Low-Carb-Brot, welches genauso aussah, welches aus Kichererbsenmehl unter anderem hergestellt wurde, das zeige ich euch hier oben gerne nochmal im Link. Und das dritte Brot in der Reihe, mein echtes ketogenes Brot, welches unter anderem aus Mandelmehl und Kokosmehl hergestellt wurde, das kann ich euch hier oben gerne auch nochmal verlinken. Wir fangen wieder damit an, Flohsamenschalen in die Schüssel zu geben. Dazu kommt naturtrüber Bio-Apfelessig hinzu oder mein natürliches Antibiotikum und 400 Milliliter kochend heißes dampfdestilliertes Wasser. Mit dem Schneebesen verrühren wir kurz alles und dann werden wir diese Mischung zur Seite stellen, damit sie in Ruhe quellen kann. In dieser Zeit stellen wir die Brotmischung her und da werden wir wieder als Grundlage und Basis die goldenen Leinsamen verwenden, die wir hier zu feinem Mehl vermahlen. Wichtig ist, dass man sie immer frisch selber vermahlt und sie nicht im gemahlenen Zustand kauft. Als nächstes kommt dann Bio-Sojamehl hinzu, also gemahlene Bio-Sojabohnen. Dann kommt Bio-Mandelmehl hinzu und Bio-Kokosmehl. Ein Teelöffel Halid-Salz oder auch Himalaya-Salz. Ein Teelöffel Backpulver oder man könnte auch Natron verwenden. Dann kommen ganze Schwarzkümmelsamen hinzu. In dem liegt ja bekanntermaßen Heilung gegen jede Krankheit vor. Mein Video zum Allheilmittel Schwarzkümmel verlinke ich euch hier oben. Kürbiskerne kommen hinzu in Bioqualität und Sesamsamen in Bioqualität. Die hatte ich vorher gekeimt und wieder getrocknet. Wir vermischen alles mit dem Schneebesen, damit keine Klumpen entstehen. Und hier sehen wir jetzt, dass die Flohsamenmischung zu einem Pudding geworden ist. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Mehl hinzuzugeben. Und damit wird jetzt einfach alles wieder verknetet. Zu einer homogenen Masse, bis wir einen schönen, festen Teig erhalten, den wir dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und ihn dort zu einem Brotlaib formen. Ich hatte dann die Gelegenheit gleich genutzt, um noch ein zweites Brot gleichzeitig herzustellen, damit der Ofen gut genutzt wird und hatte dann das ketogene Brot, was ich zuletzt hochgeladen hatte, auf dieses Backblech daneben gegeben und habe dann beide Brote gleichzeitig im Ofen auf Mittelstufe bei 190 Grad Celsius Ober- und Unterhitze genau 70 Minuten gebacken. Das hier ist dann das Ergebnis. Die zwei Brote werden dann vorsichtig auf ein Abkühlgitter gegeben, damit sie dort dann in Ruhe auskühlen können. Wir sehen auch, wie schön die Brote aufgegangen sind, Mashallah, und sie sehen eben wie ganz herkömmliche Waldmeisterbrote aus. Das Video zum ketogenen Brot, das hatte ich euch oben ja schon verlinkt. Das linke Brot hier, das ist jetzt unser Brot mit dem Sojamehl. Und auch hier warten wir wieder, bis das Brot komplett ausgekühlt ist, bevor wir es anschneiden können. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man darf dieses Brot nicht im warmen Zustand anschneiden, sonst könnte es in sich zusammenfallen. Das ist auch der einzige Haken an diesem herrlichen Brot, welches genau wie herkömmliches Weltmeisterbrot aussieht und schmeckt. Mashallah. Nur, dass es eben vollkommen ohne Gluten, mit ganz, ganz wenig Kohlenhydraten auskommt, ohne ungesundes Weißmehl und stattdessen aus lauter hochwertigen Samen besteht. Die Basis dieser köstlichen Brote besteht immer aus den Leinsamen und diese enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe und Lignane. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass all diese pflanzlichen Stoffe das Brustkrebsrisiko senken können. Leinsamen und Flohsamenschalen unterstützen die Verdauung und wirken sich sehr heilsam auf das Verdauungssystem aus. Die Sojabohne ist ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel. Sie liefert hochwertiges Eiweiß und zahlreiche Vitalstoffe. Forscher der University of Missouri verkündeten, dass alle Frauen eine verbesserte Knochenfestigkeit erreichen könnten, wenn sie nur regelmäßig Sojaprodukte in ihre Ernährung integrieren würden. Denn eine sojahaltige Ernährung kann die Stoffwechselfunktionen bei Frauen nach den Wechseljahren verbessern. Wichtig dabei ist natürlich nur, dass die Sojaprodukte nicht genmanipuliert sind und dass sie natürlich aus Bioqualität stammen. Dieses leckere, gesunde Brot könnte man jetzt mit gesunder Biobutter bestreichen, anstelle von toxischer Margarine. Schaut euch gerne nochmal mein Video zur Cholesterinlüge an. Ich habe dann das Brot hier mit geräuchertem Biolachs belegt und mit meinen gesunden
Radieschensprossen. Mein Video zum Wundernahrungsmittel Sprossen und wie man diese herstellt, das werde ich euch hier oben gerne auch nochmal verlinken. Ja, damit ist dieses Video zum leckeren Low-Carb-Brot beendet. Wenn euch das Video von Nutzen war, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.